Du möchtest mit deinem Online-Business so richtig durchstarten, weißt aber nicht, was du jetzt als erstes anbieten sollst. Eher so eine Art Online-Kurs oder eher ein hochpreisiges Coaching, was dir gleich einen 1:1 Kunden einbringt. Hier in diesem Video zeige ich dir meine Tipps, wie du entweder einen Online-Kurs oder ein Coaching-Programm verkaufen kannst. Und am Ende des Videos zeige ich dir meinen Nummer 1 Tipp, mit dem ich mir mehr Freiheit, mehr Kunden und mehr Zeit generiert habe, um Zeit mit meiner Tochter zu verbringen und mein Business so richtig auf die Überholspur zu bringen. Der Nummer 1 Tipp am Ende des Videos. Was wäre jetzt also besser, einen sozusagen Online-Kurs oder sogar einen Minikurs zu erstellen, der dir ganz schnell von der Hand geht und den du dann immer wieder verkaufen kannst, oder besser ein höherpreisiges Coaching? Wir schauen uns jetzt beides kurz an und dann zeige ich dir, wie man das Ganze verkauft. Denn ohne Kunden natürlich keine Einnahmen und dann kannst du dir diese ganze Mühe auch sparen, die du dir jetzt machst, indem du die ersten Schritte wieder nicht beachtest und am Ende mit 0 Euro Einnahmen setzt mit deinem Online-Business. Also mach das nicht, sondern mach jetzt die Schritte, die wirklich wichtig sind. Woher ich das weiß? Ich habe seit 12 Jahren ein Online-Business. Ich habe hunderte Kunden und tausende Menschen bereits in ihr erfolgreiches Online-Business geführt. Und jetzt zeige ich dir alles hier auf meinem brandheißen Online-Business-Mentoring-Kanal. Und ich hoffe, du hast schon einen Plus gemacht und diesen Kanal abonniert. Vielen Dank dafür. Einen Online-Kurs zu erstellen ist gar nicht so schwer. Und wie das geht, erfährst du hier in den vielen Videos, die ich dir schon bereitgestellt habe. Ein Minikurs ist eine kleine Variante eines Online-Kurses. Da sollte auch nicht minder viel drin sein. Aber das Wichtigste ist, dass er eben einen Preis von bis zu 70 Euro hat. Also sagen wir vielleicht sogar 27 oder 47 Euro. Ich liebe diese Zahlen mit der 7 und die werden bei mir sehr gerne gekauft. Ich mache also kurze Anleitungen mit über 13 Videos, mit Willkommensvideobotschaft, mit einer Feedback-Möglichkeit. Und das Ganze verkaufe ich für 47 Euro. Also eine ganze Menge drin, sogar 3 Module in einem Minikurs, um eine bestimmte Sache zu lernen. Das ist die Kirsche auf deiner Sahnetorte. Die Sahnetorte wäre dein gesamtes Coaching-Programm für ein Jahr, für eine gesamte Transformation, die du mit dem Kunden machst. Und die Kirsche ist so dieser erste Step, mit dem du jemanden kennenlernen kannst. Also in deinem Fall dich, wie du mit Aktien wie den ersten Schritt machst, ist ein Kirsche auf deiner Sahnetorte, in dem du erklärst, wie es wirklich mit den Aktien geht. Das kann man nicht in einem Minikurs erklären, ganz wichtig. Aber du kannst erste Schritte deinem Kunden mitgeben, mit dem man sich wohlfühlt, mit dem man einen ersten vertrauten Ansatz findet, erste wirkliche tolle Lösungen bekommt. Und vielleicht gibt es dann noch einen fortgeschrittenen Kurs, den er auch am Sonntag gleich kaufen kann, nämlich weg von der Webseite, von einer Verkaufsseite, einer Landingpage. Das Ganze hast du wahrscheinlich schon im Kopf und das kannst du jetzt in wenigen Tagen herstellen. Das Einzige, was du brauchst, sind eventuell Videos. Das ist das Komplizierteste daran. Audios kannst du schnell aufnehmen oder auch Texte kannst du ganz schnell in ein E-Book bringen. Mit Produkten wie Canva kannst du die wunderschön gestalten und schon hast du ein Produkt in wenigen Tagen fertig, was echt gut aussieht und was du dann für ein paar Euro verkaufen kannst und so einen Sales Funnel beginnst aufzubauen für dein Online-Business. Also erste Steps mit diesem E-Book, mit ein paar Übungen oder einfach mit einem Minikurs, 27, 37 bis hin zu 70 Euro, um diese ersten Schritte bei dir zu lernen. Was ist der Unterschied zu einem Coaching-Programm? Ein Coaching-Programm wäre sozusagen ein Viertel deiner Torte oder die Hälfte oder sogar die ganze Transformation bei dir, also deine ganze Schwarzwälder Kirschtorte auf einmal. Um diese Torte überhaupt zu konsumieren, braucht es natürlich Vertrauen. Kommen wir später zu, wenn wir lernen wollen, das zu verkaufen. Was sollte jetzt also drin sein in diesem Coaching-Paket? Du kannst entweder einen Gruppenkurs machen, in dem du sagst, hier jede Woche einen Live-Call, in dem du lernst, dieses Wissen anzuwenden. Wenn wir jetzt beim Thema Aktien bleiben, dann ist natürlich Aktien
richtig anlegen, damit Geld machen, damit Profit machen, damit arbeiten. Das wäre dann deine große Lösung für deinen Kunden. Und das ist dann sozusagen das Paket, was du vielleicht für 1.500 bis 3.000 oder eben auch hochpreisiger verkaufen kannst, je nachdem, wie viel Zeit da drin ist, wie viel Mehrwert da drin ist, wie lange das geht. Wenn du ein Jahresprogramm hast, dann hast du wahrscheinlich einen Preis über 7.000 Euro. Wenn du dich erstmal ranwagen kannst, dann kannst du ja auch erstmal gucken, was gibst du denn aus für Coaching-Pakete? Mit welchem Preis fühlst du dich wohl? Hast du schon Produkte für 1.500 gekauft oder für 3.000 oder für 7.000 oder sogar für 30.000 oder 50.000 Euro? It's up to you. Was du konsumierst, wird wahrscheinlich auch dein Kunde konsumieren, wenn er dann sich auf den Weg macht, diese Sachen lernen zu wollen. Und hier bist du ganz nah wieder an deiner Zielgruppe. Wie viel Geld hat der? Ist das ein Business-Thema? Ist das eine Ausbildung, die etwas wirklich schult für sein Business? Also kann ich dann ja auch Geld investieren, wenn ich YouTube lernen möchte oder wenn ich Aktien anlegen lernen möchte, dann wäre es mir etwas wert. In deinem Fall kannst du dich wieder fragen, also was hast du konsumiert? Welche Preise rufst du auf im Moment? Und wie soll das Ganze dann für 3 Monate, für 6 Monate kosten? Du kannst auch 2 verschiedene Angebote machen, in denen du sagst, einmal 3 Monate Programm oder einmal 6 Monate Programm. Und ist das Ganze in einer Gruppe, dann brauchst du natürlich viel Community, die erstmal reingeht und sagt, hier hast du Interesse, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich starte einen neuen Gruppenkurs. Dann brauchst du immer mehrere Leute, denn 2 Leute ist echt langweilig in der Gruppe, ab 3 macht Spaß und am besten ist natürlich, wenn es über 10 oder über 30 Leute in deinem Kurs sind. Ich wünsche es dir von Herzen. Ansonsten beginnst du jetzt erstmal mit 1:1 Begleitung. Also, wie oft ist Begleitung dabei? Trefft ihr euch wöchentlich per Zoom oder sogar auch 1:1, einen ganzen Tag mit mir um den See laufen und dein Coaching-Business besprechen? Oder ist das eben in einer Gruppe, wo du sagst, ich bin jede Woche für euch live da, ich begleite dich auch noch mit 3 Stunden 1:1 in den 3 Monaten. Du bestimmst das, was jetzt genau das Wichtigste ist, mit welcher Menge an 1:1 oder an Gruppencalls kann dein Kunde diese Lösung erreichen. Wie wird er zum Leuchtturm bis zu diesem Punkt? Mit wie viel Aufwand, mit wie viel Zeit? Das musst du natürlich ausprobieren. Probier es erstmal mit einer Form, zum Beispiel 3-mal Calls, 1 Woche Pause. 3-mal Calls, 1 Woche Pause. Ob das nun 1:1 ist oder Gruppe. Für Live-Calls musst du im Grunde nichts vorbereiten. Du kannst sofort starten. Du solltest dir aber so eine grobe Struktur machen. Worum geht's in meiner großen Transformation? Worum geht's in meinen 3 Monaten, 6 Monaten? Und was erreichst du am Ende? Denn du willst das Ganze ja verkaufen. Und hier kommen wir dann zum zweiten Step. Also, wir haben jetzt einen Online-Kurs oder einen Mini-Kurs, einen Online-Kurs bis 450 Euro, würde ich mal sagen, oder ein Mini-Produkt bis 70 Euro. Ein kleiner Appetithappen, mit dem man dich erstmal kennenlernen kann. Wie kannst du also sowas verkaufen? Produkte unter 450 Euro kauft man mal eben auf der Webseite. Bei mir kaufen teilweise Leute auch schon was bei 1.500 auf der Webseite. Aber es ist ein langer Weg. Ich würde dir erstmal raten, dann anzufangen über Stories, über Postbeiträge. Nicht immer mit dem Preis wählen, hallo, das kostet nur 70, sondern mit den Inhalten arbeiten. Also, was lernst du in meinem Kurs? Was hast du danach von meinem Kurs? Schnapp dir den Kurs, wenn du jetzt an diesem Wochenende damit loslegen möchtest. Solche Posts kannst du machen. Also, es geht immer um die Lösung, um den Mehrwert, um das Ergebnis, was deine Zielgruppe bei dir bekommt. Und wenn du das 8 Wochen lang machst oder wenn du das immer wieder machst und immer wieder Content erstellst zu diesem Kurs, dann wirst du bestimmt ganz viele Klicks auf den Kurs bekommen und irgendwann wird auch jemand, gerade bei Produkten unter 70 Euro, den sofort wegkaufen. Denn das wollen wir ja erreichen, dass dieses Soggefühl entsteht, ich brauche diesen Kurs. Damit erzeugst du dieses warme Semmelnprodukt. Also der Name ist cool, die Inhalte sind cool,
Alles, was man da drin bekommt, ist cool. Und der ganze Kurs wird auch noch weiterempfohlen, weil man so einen Spaß hat da drin. Ja, du kannst auch Freude verkaufen und du kannst auch tollen Content verkaufen, indem er Spaß macht. Es muss nicht immer alles so bierernst sein. Gerade bei Produkten unter 70 Euro, die Minikursmethode. So, und wenn man dann sagt, okay, willst du noch weitergehen, dann kannst du sogar noch ein weiteres Produkt dranhängen und sagen, willst du das auch noch nehmen? Und schon hast du mit Minikursen vielleicht sogar schon über 150 Euro eingenommen, weil du ein paar Add-ons und Upsells dazu gepackt hast während des Verkaufsprozesses. Oder eben danach, indem man sagt, hier willst du jetzt Step 2 machen, komm jetzt weiter, einen Schritt weiter mit einem nächsten Online-Kurs. So schaffst du Vertrauen und eine Basis für mehr. Diese Kunden, die diese Kurse bei dir kaufen, sind nachher deine Stammkunden, die auch gerne wiederkommen. Du kannst diese Kurse natürlich auch über Werbung verkaufen, läuft super prima. Bis zu einem Preis bis 100 Euro, würde ich sagen, kannst du einfach mal auf der Webseite vorbeikommen und dir den Kurs schnappen. Du kannst jetzt beginnen, auf diese Kurse natürlich Werbung zu schalten, denn diese sind jetzt skalierbar, die sind jetzt fertig. Und idealerweise hast du nicht nur einen Kurs, sondern mehrere davon, die man dann einfach zusammen kaufen kann. Hast du ein teureres Produkt, also über 450 Euro, da spreche ich jetzt wieder von den Coaching-Programmen oder den Gruppenkursen, dann fängst du an, diese Kurse zu launchen. Ein Launch ist ein Sog-Marketing. Also du kreierst einen Moment, in dem dieser Kurs erhältlich ist und der ist vermutlich nicht die ganze Zeit erhältlich, sondern du machst immer einen Launch und sagst, es gibt eine Warteliste und jetzt geht es wieder los. Idealerweise machst du das so gut, wie zum Beispiel eine Marie Forleo oder eine Sigrun. Man wartet drauf, bis diese Kurse wieder erhältlich sind, bis im Januar, immer zu dem gleichen Zeitpunkt, immer wieder dieser Kurs startet. Dafür brauchst du viel Marketingerfahrung, du brauchst einen langen Atem und eventuell auch 20 Mitarbeiter, die nur an diesem Launch arbeiten, damit er dann eben 6-, 7-stellig wird. Um einen Launch wirklich zu machen als Anfänger, braucht man wirklich viel Durststrecke. Und du launchst die ganze Zeit und dann brauchst du auch noch Energie, um dann die Coaching-Kunden, die dann buchen, überhaupt zu betreuen. Und hier irgendwo macht es einen Fehler. Es ist sehr schwierig am Anfang. Ich habe so viele Launches gemacht, die dann nicht geklappt haben. Und es wird nicht jeder Launch klappen. Und wenn du dann viel Zeit und viel Mühe und viel Geld, so auch für Werbung oder so ausgibst und es klappt nicht und es kauft plötzlich keiner für 3.500 oder für 1.700 dein Produkt, dann ärgerst du dich gewaltig. Also hier musst du gucken, ob du genug Energie hast, um diesen Launch zu machen, also 6 Wochen wirklich immer wieder von dem gleichen Ding erzählen und dann den Warenkorb öffnen, Warteliste vorher, viele E-Mails schreiben, die Leute wirklich nerven mit E-Mails, das ist ein Launch und dann 7 oder 8 Tage später schließt dieser Warenkorb und das Produkt ist ab dann nicht mehr erhältlich. Also du verknappst das Produkt und machst es dadurch kostbar und wertvoll, wirklich dabei zu sein. Liegt dir das am Anfang? Vermutlich nicht. Dazu musst du viele Kurse vorher besucht haben, um das wirklich einmal durchzuziehen und auszuprobieren. Du musst das vielleicht auch 4-mal gemacht haben, damit du dann eine 5-Stelligkeit damit erreichst und dann irgendwann wird es anfangen zu laufen. Also hab dafür einen langen Atem, nimm dir wirklich Zeit zu studieren, wie geht ein Launch. Da gibt es einen Jeff Walker, der erklärt dir, wie du solche E-Mails schreibst. Oder du gehst zu Sigrun oder irgendwie jemanden, der wirklich mit diesen Launches arbeitet. Ich arbeite damit nicht so sehr gerne. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Mein Nummer 1 Erfolgstipp, wie ich mein Business auf über 6-stellig gebracht habe, ist, indem ich Minikurse bewerbe. Also kleine Produkte und zwar nicht nur einen, sondern mehrere. Kaufe die Minikursmethode, kaufe den Minikurs in 24 Stunden, nimm noch die 365 Ideen zum Posten dazu. Schon habe ich mit einem Verkauf 80 Euro gemacht.
Mein Nummer 1 Erfolgstipp ist also, bevor du wirklich anfängst zu launchen, mach doch erstmal den anderen Weg. Bau dir kleine Produkte auf, die man gerne kaufen möchte, wo man am Samstagnacht dran sitzt und sagt, okay, mein Ex-Freund war Narzisst und ich habe gerade da irgendwie echt ein Problem damit. Ich möchte jetzt gerne dein E-Book über narzisstische Beziehungen irgendwie haben oder wie ich da rauskomme. Also eine Lösung für den Kunden bereitstellen, eine Art SOS-Möglichkeit. So, hier kann ich einen Schritt mich entwickeln. Hier kann ich die Aktien lernen, wenn ich Interesse habe, daran zu investieren. Auf einen Freitagabend, auf einen Samstagnacht oder auf einen Sonntagnachmittag. Ich verkaufe Kurse am Sonntagnachmittag. Wenn ich mit meiner Tochter spazieren gehe und einen Sonntagsausflug mache, macht es garantiert ein paar Mal Katsching auf meinem Handy. Das ist der Ton, wenn Digistore eine Buchung für mich ausführt. Also meine Produkte sind eingelegt auf Digistore und ich verkaufe einfach mit einem fröhlichen Storybild und sage, hier, wenn du das auch möchtest, hol dir den Minikurs in 24 Stunden. Einfach in 24 Stunden einen ersten Kurs kreieren, schon fertig sein und nicht 8 Wochen richtig lange Mühe dran haben, sondern einfach jetzt in einem Tag deinen Kurs erstellen, dein Wissen in wenigen Tagen oder Wochen wirklich zu einem Online-Kurs bringen und dann verkaufen. Was hast du davon? Der Kunde ist zufrieden. Es gibt so eine Art Win-Win-Situation. Er ist sogar begeistert, weil er so viel Content bekommt. Und er ist definitiv sehr heiß drauf, weitere Schritte mit dir zu gehen. Also den Weg zu deiner großen Transformation, also eine Vierteltorte oder eine halbe Torte deiner Schwarzwälder Kirschtorte mit dir dann einzunehmen. Und das alles ist wirklich einfach, das anzulegen, wie du ein automatisiertes Online-Business aufbaust, das wirklich läuft, während du mit deiner Familie Spaß hast, während du es dir gut gehen lässt und natürlich eine ganz andere Work-Life-Balance aufbaust als das, was du jetzt bisher hast. Dann komm doch mal zu mir zum Gespräch, lass uns darüber reden, was du für digitale Chancen hättest. Und es ist einmal Arbeit und dann immer wieder das Gleiche. Ich habe mein Business wirklich vereinfacht, seitdem ich diese Methode gegangen bin. Minikurse versus Hochpreis-Coaching. Ich würde mal anfangen mit den Minikursen und die dann einmal richtig. Alles Liebe, deine Dottima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.